Hallo zusammen, heute nähen wir aus einem übrig gebliebenen Patchwork-Block ein Utensilo. Unser Utensilo hat einen größeren Bereich in der Mitte und an den Rand könnt ihr eure kleinen Werkzeuge stecken. Wenn ihr keinen Patchwork-Block zur Verfügung habt, könnt ihr gerne auch ein quadratisches Stoffstück wählen. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork-Quilten und um kleine Nähprojekte. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Wir beginnen mit unserem Sandwich. Die unterste Stofflage ist ein Stück größer. Unseren Block haben wir unterfüttert mit Flieseline X50. Die Flieseline ist auf dem Block aufgebügelt. Wenn ihr diesen Organizer gerne arbeiten möchtet, aber dafür kein Leftover-Patch habt, nehmt ein Stoffstück mit einem quadratischen Zuschnitt und bildet damit euer Sandwich. Wir tragen Briefecken in unser Sandwich ein. Unseren Außenstoff schneiden wir auf die richtige Breite zurück. Wir schlagen unser Top zu einem Dreieck. Die rechte Seite liegt oben. Wir legen die Außenkanten genau aufeinander und wir nähen einmal unsere Briefecken ab. Wenn wir unsere Briefecken eingearbeitet haben, schlagen wir das Ganze auseinander. Wir drehen die untere Stofflage nach oben, richten die Ecken ein und wir schlagen den oberen Stoff zur Mitte und nach außen um. Das Ganze nähen wir einmal rundherum ab. Hey, unser Patch ist fertig genäht und wir können fleißig drauf losfalten. Unser Patchwork-Block schaut uns an und wir schlagen ihn einmal der Länge nach innen. Wenn ihr mögt, könnt ihr das Ganze stecken. Beide Außenkanten liegen bündig aufeinander. Die oberen Ecken passen genau aufeinander und wir nähen einmal über unsere schon genähte Naht. Von Anfang bis Ende. Wir verriegeln die Nahtanfänge und wir nähen. So schaut das Ganze nun aus. Die zugenähte Kante, die Öffnung der zugenähten Kante liegt vor uns. Unsere Seiten können wir ein bisschen markieren. Wir öffnen die Seite und wir schlagen diese Markierung genau auf die Mitte. Wenn wir mögen, können wir das klippen. Unsere Naht schlagen wir auf, klippen das Ganze zusammen von der anderen Seite. Wir schlagen das auf und klippen das Ganze einmal zueinander. Das Gleiche wiederholen wir auf der Rückseite. Unsere Naht können wir ein bisschen aufstreichen. Wir markieren die neue Mitte, nehmen einmal die äußeren beiden Klemmerchen weg. Wir öffnen diese Seite. Unsere mittlere Markierung legen wir zur Mittelnaht und schlagen das Ganze wieder nach außen. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr Videos in diese Richtung sehen möchtet und kein Video verpassen möchtet, freue ich mich sehr, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Unser Klemmerchen legen wir wieder an. Hier auch, wir öffnen die Seite, schlagen die Mittelnaht auf die Mitte und schlagen das Ganze wieder nach außen. Und können dann unser Klemmerchen wieder ansetzen. Das Gleiche wiederholen wir auf der zweiten Seite. Wir falten unser Utensilo einmal zusammen und wir lassen hier oben gut eine Daumenlänge überstehen. Das sind ca. 5 bis 6 cm. An unserem Knick markieren wir einmal die Linie. Diese Linie nähen wir einmal an der Nähmaschine ab und wir achten darauf, dass unsere Naht flach nach außen liegt. Wir möchten diese Naht gut vernähen und mit kleinem Stich nähen.
Diese Naht hält unser ganzes Utensilo zusammen. Yay. So, unser Utensilo ist fertig genäht. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Nein, Quatsch. Jetzt kommt der magische Teil. Wir falten einmal die untere Seite nach oben. Richten das Ganze gut aus. Gut aus, habe ich gesagt. So. Das schaut schon nach Utensilo aus, aber noch nicht so ganz richtig. Wir krempeln nun noch die äußere Seite einmal um und unser Utensilo ist fertig. Und so schaut unser Utensilo von innen aus, von unten und rundherum. Und pabau, unser Utensilo ist fertig geworden und nun können wir es nach Herzenslust füllen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und der eine oder andere von euch näht das Utensilo einmal nach. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.